Hallo, ich zeige euch jetzt die drei roten Elcos und die drei Canon-Stecker. Wie ich an den Klicks zu den blauen Elcos gesehen habe, scheinen Elcos nicht besonders interessant zu sein. Aber bei diesen kommen ja noch die verschiedenen kleinen Kabel und die Canon-Stecker hinzu, was das Ganze deutlich interessanter macht. Auf den Referenzbildern sind die Kabel ganz gut zu erkennen. Die drei Elcos sind gleich groß wie die blauen Elcos. Also schaut bitte in das Video, wenn ihr die Maße braucht. Diese Elcos hat Gary für mich angefertigt. Leider hat er für den dritten einen zu kleinen verwendet. Manche Leute bauen an der Stelle dort kleinere ein, damit er besser an die Schräge hinten passt. Ich hätte gerne drei gleich große gehabt wie im Film, aber das wird später erst korrigiert. Hier ein paar Fotos von der Fertigstellung. Erst die Kabel in den passenden Farben aufgedrillt, dann oben die Kontakte angelötet und die bunten Kabel der Elcos unter die Canons geführt. Zwei von den Canons sind Nachfertigungen im grauen Resin gewesen, die Gary mir erstellt hatte. Die Canons habe ich erst silber lackiert, dann mit einer mit Wasser stark verdünnten Airbrush-Farbe, grün-oliv, bepinselt. Nach dem Trocknen dann noch mit verdünnter schwarzer Farbe, nochmal drüber, wieder trocknen lassen. Dann mit einem rauen Vlies, die Farbe leicht abgeschliffen, so dass das Silberne an manchen Stellen wieder durchkommt. Als Referenz hatte ich immer einen echten Canon-Stecker da. Zum Schluss mit glänzendem Klarlack das Ganze besprüht und nochmal mit dem Vlies bearbeitet, um den Glanz an manchen Stellen wieder zu entfernen. Hier nun die fertigen Kondensatoren. Die drei Canons sehen nun fast identisch aus. Oben ist auf jedem Elco ein kleines Schild montiert, das Gary nach den Referenzfotos angefertigt hat. In der Mitte der echte Canon mit den Schraubanschlüssen. In die Canons kommt je ein ca. 2 cm dicker Schlauch. Hier noch Bilder der restaurierten Zeitmaschine im Museum. Leider wurden die Kabelführung und einige Farben bei der Restauration geändert, verglichen mit dem ersten Referenzfoto. Noch eine Nahaufnahme der Canons, die auch manchmal unter dem Namen Amphenol zu finden sind. Hier eine Übersicht der verschiedenen Canon und Amphenol Steckergrößen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte auf den Daumen nach oben. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.